Willkommen im Jahr 2023, dem Jahr, in dem du endlich das B2-Niveau und mit etwas Fleiß sogar C1 in Deutsch erreichen wirst. Traust du dich? Hallo und herzlich willkommen in der Linkster Academy. Ich bin deine Deutschlehrerin Julia. Und dieses Video ist der offizielle Start meines Workshops 2023, Dein Weg zur B2-Grammatik und zu C1 in Deutsch. Wenn du momentan auf B1 oder B2-Niveau bist und dein Deutsch in diesem Jahr auf das nächste Niveau bringen willst, ist dieser Workshop genau das Richtige für dich. Die meisten von euch kennen mich ja schon. Seit mittlerweile über 10 Jahren schon bin ich Dozentin für Deutsch als Fremdsprache. Ursprünglich komme ich aus der Nähe von Stuttgart in Süddeutschland. Meinen Master in Germanistik habe ich an der Universität Saarbrücken gemacht und dort lange unterrichtet, und zwar Deutsch mit Prüfungsvorbereitung am Studienkolleg. Meine Doktorarbeit schreibe ich über Grammatiklernen online. Was habe ich in den vielen Jahren Deutschunterricht gelernt? Grammatik ganz einfach und vor allem ganz logisch zu erklären. Und damit auch du von meiner Erfahrung profitieren kannst, habe ich für dich einen kostenlosen 5-teiligen Workshop entwickelt, der dir dabei hilft, die deutsche Sprache schnell und einfach zu verstehen, auf B- und auf C-Niveau. Die Strategien für beide Niveaus sind unterschiedlich, deshalb werden wir sie separat anschauen. Es gibt zum gesamten Workshop natürlich wieder Materialien und wichtige Infos zum Download. Den Link findest du in der Beschreibung unter dem Video. Also, los geht's. Beginnen wir mal damit, wie du die gesamte B-Grammatik beherrschen kannst. Zusammen mit der Grammatik des A-Niveaus bildet sie den Großteil der deutschen Grammatik. Auf C-Niveau kommt da zum Glück nicht mehr viel, Sätze werden einfach nur länger. Ich weiß, dass die deutsche Grammatik kompliziert und überwältigend scheint, aber keine Sorge, Grammatik leicht verständlich zu machen ist meine Spezialität. In den letzten Jahren habe ich eine Methode entwickelt, die auf wissenschaftlichen Studien basiert und mit der du Grammatik auf viel einfachere und stressfreiere Weise lernen kannst, die Induktiv-Deduktiv-Methode. Und diese Methode besteht aus den folgenden 5 Schritten. Erstens, du bekommst eine ganz einfache Situation auf Deutsch gezeigt. Zweitens, dazu stelle ich dir die richtigen Fragen, damit du diese Situation von selbst verstehst. Drittens, du bekommst eine super einfache Erklärung danach. Und viertens, um zu testen, dass du alles verstanden hast, vergleichst du diese Situation mit deiner Muttersprache. Und 5. daraufhin erhältst du gezielte Übungen, die dir dabei helfen, fehlerfreies Deutsch zu schreiben und zu sprechen. Damit kannst du jede Prüfung bestehen. Wie das Ganze in der Praxis aussieht, zeige ich dir anhand einer Lektion zum deutschen Satzbau. Warum dieses Thema? Wenn du gut in Grammatik werden willst, brauchst du zuerst ein Verständnis für unsere Strukturen im Satz. Danach kannst du viel einfacher alle anderen Themen lernen. Schau dir mal die folgenden Sätze an. Nummer 1. Du lernst jetzt den deutschen Satzbau mit mir. 2. Lernst du gerne den deutschen Satzbau? 3. Wann lernst du den deutschen Satzbau? 4. Willst du gerne den deutschen Satzbau mit mir lernen? 5. Hast du den deutschen Satzbau schon gelernt? 6. Aufmerksam höre ich der Erklärung zum Satzbau zu.
7. Den deutschen Satzbau will ich unbedingt lernen. Und Nummer 8. Ich lerne. Schau dir diese Tabelle mal in Ruhe an. Was fällt dir auf? Das Verb, und das ist ja das wichtigste Wort im Satz, steht immer in der Spalte namens links. Bestimmt hast du schon mal gehört, dass das Verb immer an Position 2 im Satz steht. Das ist jedoch etwas problematisch, wie du in Satz 2 siehst. Und aus diesem Grund bevorzuge ich die Begriffe vorne, links, Mitte und rechts. Wenn es mehrere Verben gibt, und das ist der Fall zum Beispiel mit Modalverb in Satz 4, im Perfekt Satz 5 oder auch bei trennbaren Verben, so wie in Satz 6, dann steht der zweite Verbteil in der Spalte namens rechts. Das heißt, in den Spalten links und rechts stehen Verben und dort stehen im Hauptsatz nur Verben. Zur Info, das sind alles Hauptsätze, Nebensätze schauen wir uns noch an. Was siehst du in der Spalte vorne? Dort können unterschiedliche Informationen stehen. In Satz 1 ist es das Subjekt. Das kann vorne stehen, muss aber nicht. In Satz 2, 4 und 5 steht nichts. Aber in Satz 3 siehst du ein Fragepronomen. Das sind die typischen W-Fragen. Wann, wo, wie, warum, wohin, woher, wozu, etc. Was siehst du im 6. Satz? Ein Adverbial, also eine Information über Zeit, Ort, Grund oder die Art und Weise. Allgemein gilt, wichtige Information steht vorne, denn diese ist im Satz das Thema. Aber auch das muss nicht sein, es kommt auf den Kontext an. Der deutsche Satzbau ist sehr flexibel, es gibt total viele Möglichkeiten. Es ist zum Beispiel auch möglich, dass du vorne ein Objekt findest, so wie in Satz 7. Achtung, vorne kann nur eine einzige Information stehen und das kann alles sein, außer ein Verb. Diese Information kann aus einem Wort bestehen oder aus mehreren. Wenn das Subjekt nicht vorne steht, dann steht es normalerweise direkt hinter dem Verb in der Spalte Mitte. Mit Ausnahmen. Wie du siehst, stehen die meisten Informationen in der Mitte. Und das liegt daran, dass die Mitte alle möglichen Informationen beinhalten kann. Subjekte, Objekte und Adverbiale. Die Mitte kann aber auch leer sein, so wie in Satz 8, je nachdem, welche Information man gibt. Und nun verstehst du bestimmt, warum ich nicht gerne von Position 1, 2, 3 und so weiter spreche, denn das ist ja relativ und in jedem Satz anders. Das ist mal eine erste Lektion zum Thema Satzbau im Hauptsatz. Nun die Frage, wie funktioniert das in deiner Muttersprache? Nimm mal ein Blatt Papier, übersetze diese 8 Beispiele und überlege dir, wie die Struktur in deiner Sprache ist. Schreib mir dann sehr gerne einen Kommentar, was dir auffällt und natürlich, welche deine Muttersprache ist, damit auch ich noch was lernen kann. Der 5. und damit letzte Teil der Induktiv-Deduktiv-Methode ist eine Übung. Und dafür habe ich etwas ganz Besonderes für dich. Du bekommst die erste Lektion aus meinem Grammatikkurs geschenkt und darin findest du nicht nur ein Video, sondern auch Übungsaufgaben mit Lösungen. Alle Infos findest du in der Beschreibung weiter unten. Und was denkst du? Kannst du dir vorstellen, die deutsche Grammatik mit dieser Methode zu lernen? Ich bin mir sicher, dass du das kannst. Und warum? Weil meine Teilnehmer diese Methode mit großem Erfolg anwenden. Jetzt geht's an die Wurst. Der Weg zu C1 mit der Input-Output-Methode.
Wenn du die Grundlagen der deutschen Grammatik beherrschst, und dazu gehören ja automatisch auch Lese- und Hörverstehen sowie Textproduktion und mündliche Kommunikation, dann wird ein anderer Ansatz erforderlich. Denn am Ende des B-Niveaus wirst du bereits den Großteil der deutschen Grammatik können, und es geht ja um viel mehr als nur Grammatik. Übrigens, wusstest du, dass Grammatik die Kunst des Schreibens bedeutet? Nur mit mehr Grammatikübungen kommst du nicht auf das C-Niveau. Du brauchst Lese-, Hör- und Schreibkompetenzen sowie mündliche Fähigkeiten, damit du dich spontan und fließend ausdrücken kannst, ohne ständig nach Wörtern suchen zu müssen. Und du willst dich ja klar, strukturiert und ausführlich zu komplexen Themen äußern, oder? Auf dem Niveau geht es vor allem um 2 Dinge: Input und Output. Was meine ich damit? Schauen wir uns mal diese Grafik an, die dir zeigt, wie unser Gehirn lernt und was wir uns am leichtesten merken können. Das Ziel ist natürlich der untere Teil der Pyramide. Wir lernen am besten, wenn wir etwas selbst tun oder sagen. Und dafür brauchen wir gutes Input, also viel Information über ein Thema oder eine Situation, damit wir darüber etwas sagen oder schreiben können. Es sollte vor allem etwas mit unseren Interessen oder Kenntnissen zu tun haben, dann lernt es sich am schnellsten. So kannst du alle Fertigkeiten auf Deutsch meistern. Und der optimale Weg dafür ist: Nimm eine Menge an für dich interessantem Input auf und werde Experte in einem Thema. Egal in welchem, auch gerne ein Thema, in dem du schon sehr gut bist. Das kann auch zuerst in deiner Muttersprache und dann auf Deutsch geschehen. So erweiterst und verfeinerst du gleichzeitig deinen Wortschatz, deinen Stil, deine Grammatik und dein allgemeines Verständnis der deutschen Sprache. Das geht vor allem mit Texten, Videos, Podcasts, Interviews, Filmen, Serien und so weiter. Und dann produzierst du selbst dein Output, indem du auf Deutsch über diese Themen schreibst und sprichst, damit du deine Fähigkeiten weiter ausbaust. Ich nehme dich dafür natürlich gerne an die Hand, damit du eine Expertin an deiner Seite hast, die dich unterstützt und korrigiert. Je mehr Input du bekommst und je mehr Output du produzierst, desto besser wirst du in Deutsch. Das ist eine ganz einfache Rechnung. Es ist natürlich viel Arbeit und du brauchst gute Lerninhalte, aber es zahlt sich aus, glaub mir. In meinem C1-Kurs geht es genau darum: Wie bekomme ich viel gutes Input, um mein eigenes, korrektes Output zu produzieren? Eines der Themen ist Online-Lernen. Das ist doch etwas, worüber wir alle sprechen können, jeder auf seine Art und Weise. Hier mal ein kleiner Ausschnitt aus dem ersten Modul. Im Thema der Woche bekommst du in einer Art Nachrichtensendung, die ich gemacht habe, Daten und Fakten zum Thema Online-Lernen in der heutigen Zeit. Im Anschluss daran kannst du in einem Quiz überprüfen, ob du die wichtigsten Infos verstanden hast. Das nennt man Vorentlastung. Du bekommst damit einen Kontext zum Thema und eine bessere Vorstellung davon. Zudem gibt es ein Interview über das Thema Zuhause studieren mit einer realen Sprechsituation und einem Transkript davon mit Worterklärungen. Dann geht's an den Text und der ist natürlich nicht ganz einfach, aber keine Sorge, du bekommst auch hier genug Vokabeln, Redemittel, Definitionen und Synonyme, um den Text problemlos zu verstehen. Zu jedem Text gibt es inhaltliche Fragen, ähnlich wie in einer Deutschprüfung. Und danach kannst du dir aus den freien Schreibaufgaben deine Favoriten heraussuchen und schriftlich oder mündlich beantworten und eine Korrektur sowie Feedback von mir bekommen.
Gute Nachrichten, ich habe diese Lektionen für dich freigeschaltet. Du kannst sie also in Ruhe anschauen und dich mal intensiver mit einem Thema auseinandersetzen. Schreib mir deinen Text gerne unter dieses Video und ich versuche so viel wie möglich zu korrigieren. Übrigens habe ich diesen C1-Kurs zusammen mit dem Internationalen Studienzentrum der Universität Saarbrücken entwickelt. Er beruht also auf jahrelangen wissenschaftlichen Erkenntnissen und der Erfahrung Dutzender Dozenten. Wir haben jede Menge Material zu den relevantesten gesellschaftlichen Themen erstellt, darunter Videos, Podcasts, Quiz, Texte, Bilder und so weiter, um das für dich wichtige Input zu bekommen und damit deine Lese-, Hör- und Schreibfähigkeiten zu perfektionieren. Und es gibt einen Haufen Übungen, natürlich auch für die Prüfungsvorbereitung der bekanntesten Deutschprüfungen, darunter Goethe, Telg, TestDaF und DSH. Also ein komplettes C1-Paket, um mit mir gemeinsam dein großes Lernziel endlich zu erreichen. Ja, das ist die Basis für deinen Weg zur kompletten B-Grammatik und dem C1-Niveau. Wir haben nun schon ein bisschen Deutsch geübt, aber die nächste Lektion im Workshop wird noch praxisorientierter und du bekommst weiteres Material für das B- sowie für das C-Niveau und wir machen gemeinsam Übungen. Es ist natürlich viel Arbeit, diese Niveaus in Deutsch zu erreichen, aber ich weiß, dass du das schaffen kannst und mit den Methoden, die ich dir in diesem Video vorgestellt habe, schaffst du es noch leichter und schneller. Hol dir zum Workshop die Materialien zum Download, damit du einen guten Überblick über alle Inhalte hast. Den Link findest du wie immer in der Beschreibung unter dem Video. Schreib mir bitte zum Abschluss einen Kommentar, auf welches Deutschniveau willst du dieses Jahr kommen? Auf welchem Niveau befindest du dich jetzt gerade? Glaubst du, dass du noch mehr Grammatikübungen brauchst oder eher mehr Input-Output-Übungen? Lass mich das gerne wissen, damit ich dir weiterhelfen kann und komm auf jeden Fall zum zweiten Teil, damit wir gemeinsam lernen können und ich deine Fragen direkt beantworten kann. Das war's auch schon wieder für heute. Ich wünsche dir viel Erfolg beim Lernen und sag Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Deine Julia.